Oft hören wir, dass Anleger ihr Vermögen über mehrere Portfolios mit verschiedenen Strategien verteilen wollen. Wieso aber eine Strategie vielleicht besser ist als mehrere, über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Die Neigung, sein Vermögen gedanklich in verschiedene Töpfe aufzuteilen, nennt man Mental Accounting. Viele Menschen haben aus irgendeinem Grund gerne getrennte Portfolios. Ein Beispiel, das man oft sehen, ist, dass man in einem Portfolio alle Aktien hat und in einem zweiten alle Obligationen, statt ein grosses Portfolio, das auf einem Mix basiert und mindestens so gut ist. Getrennte Portfolios führen nach einer gewissen Zeit aber dazu, dass das Aktienportfolio schneller wächst als das Obligationenportfolio, mit dem Ergebnis, dass irgendwann das Anlagerisiko nicht mehr zu der persönlichen Risikotoleranz passt. Es gehört aber zu unserer Verantwortung als Vermögensverwalter, das zu verhindern. Separate Portfolios bedeutet auch, dass man den Anlageprozess mehrmals durchlaufen muss, mehrmals einen Fragebogen zu der Risikotoleranz ausfüllen muss und auch mehrere Steuerdokumente handhaben muss. All das ist administrativer Mehraufwand, der sich zudem jedes Jahr wiederholt. Um für unsere Kunden das Investieren so einfach und zielgerichtet wie möglich zu machen, hat jeder bei uns darum genau eine Anlagestrategie. Eine Person hat bei uns eine Risikotoleranz, nicht gleichzeitig mehrere. Als Online-Vermögensverwalter startet mit Vermögensanlage kundenzentriert und nicht mit einem portfoliozentrierten Ansatz. Wir fragen unsere Anlegerinnen und Anleger zu ihrer finanziellen Situation, ihrem Anlagehorizont, ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit Investitionen und natürlich ihren finanziellen Ziel. Unser Ziel ist zu helfen, mit dem Vermögen gesamtheitlich optimal umzugehen. Übersichtlichkeit, schlanke Prozesse, eine konsistente Risikotoleranz und ein reibungslos funktionierendes Rebalancing sind also Gründe, warum ich es sinnvoll finde, pro Kunde eine Strategie zu machen. Es gibt eine Ausnahme, wo Multiportfolio Sinn macht. Und zwar, wenn du für deine Kinder je ein Portfolio machen möchtest. Kinder und Jugendliche sind eigenständige Personen, meistens mit einem längeren Anlagehorizont als die Eltern. Darum erlauben wir unseren Kunden pro Kind ein separates Portfolio zu führen. Das bleibt zwar in der Verantwortung der Eltern, bis das Kind 18 wird. Dann verwandelt sich das Kinderportfolio in ein erwachsenes Portfolio um, ohne dass Wertschriften verkauft werden müssen. Wie siehst du das? Verfolgst du mehrere Anlagestrategien gleichzeitig oder hast du nur eine? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir dein Feedback auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.